Heute geht es um Pössl, und zwar die Pössl Group, und zwar die Pössl Group Days. Schon wieder, wie gestern und vorgestern und morgen und übermorgen. Worum geht es heute? 6,36 Meter Längsbetten und ein Grundriss, den die meisten von euch wahrscheinlich schon kennen. Lasst uns das nächste Fältchen frei rubbeln und dann gucken wir mal, was ich euch Spannendes zu zeigen habe. Hurra! Es ist ein Pössl Road Cruiser. Ein Road Cruiser ist einer der Klassiker im Pössl-Programm. Schon unglaublich lange im Programm. Das allererste Auto, glaube ich, was am Markt war mit dem Raumbad, das heißt mit den 2 Lamellentüren, was ganz neue Möglichkeiten bietet und im Road Cruiser tatsächlich nochmal einen Tick sinnvoller ist als in vielen anderen Fahrzeugen, weil es eine richtig coole Raumtrennung ist, die mit dabei ist. Aber das sehen wir gleich, wenn wir reingehen. Wie in den letzten Videos, es ist heute nur der Kurzdurchgang, um euch zu zeigen, was euch im Rahmen der Group Days für Fahrzeuge zur Verfügung stehen. Dieser Wagen ist wie alle anderen D-Line-Fahrzeuge, kriegt ihr ein Ausstattungspaket von über 3.000 € mit dazu für das Fahrzeug. Das heißt, ihr habt am Ende des Tages Sicherheitsschlösser, Solaranlage und ganz viele andere schicke Sachen mit dabei und könnt im Prinzip einfach einsteigen. Bei dem Wagen würde ich vielleicht sagen, Markise, Solaranlage, Solaranlage ist im Paket, Markise, Radio, Rückfahrkamera und das, was euch fehlt, noch mit dazu. Und dann machen wir dann ein richtig schönes, rundes Päckchen für euch draus und ihr könnt noch diese Saison mit einem traumhaften Fahrzeug starten. Wir haben hier einen Citroën mit, wäre der Mann gut vorbereitet, wüsste er das schon. Wollte ich eigentlich geguckt haben, hat doch, genau, ich will nur keinen Quatsch erzählen, 165 PS. Das Citroën heißt immer Handschaltung. Wir haben hier natürlich das Maxi-Chassis, das ist für mich immer ganz wichtig bei 636ern. Und die Außenfarbe, die ihr hier seht, ist Eisengrau Metallic, was bei gerade so einem Fahrzeug immer wieder richtig gut steht. Und für euch muss man ja ganz klar sagen, wir haben so viele verschiedene Fahrzeuge. Wir haben versucht, das Videoprogramm der Pössl Group Days ausgeglichen zu machen. Vom kleinsten Campstar bis zum 636er. Einmal als klassischer Road Cruiser und ein Revolution haben wir für euch auch noch im Paket. Wollen wir euch die verschiedenen Varianten zeigen und nutzen so die Woche der Pössl Group Days auch, euch nochmal so einen Kurzabschnitt der verfügbaren Fahrzeuge zu geben, die es überhaupt im Pössl-Programm gibt. Bei allen Sachen muss man ganz klar sagen, wenn euch das, was wir hier vorstellen, euch nicht gefällt, dann sprecht uns einfach an. Es gibt diverse andere Fahrzeuge im Vorlauf. Und wir haben natürlich auch immer die Möglichkeit, Modell 25 Fahrzeuge absolut nach euren Wünschen frei zu konfigurieren, für euch zu bestellen. Und dann habt ihr passend zur neuen Saison ein Fahrzeug exakt so, wie ihr das gerne hättet. Bei dem Fahrzeug, glaube ich, ist es so, dadurch, dass außen nicht so viel Spektakuläres passiert, sparen wir uns die Sendezeit sozusagen für den Innenraum und fangen gleich von innen an und gucken, was den Grundriss des Road Cruisers so besonders macht. Die absolute Besonderheit des Road Cruisers ist, dass ihr 2 Längsbetten hinten habt, die hier 2 total komfortable Stufen haben. Da blenden wir euch jetzt einfach nochmal ein Bild mit ein. Und dann unterscheiden sich die Fahrzeuge ja meist auf dieser Seite. Die einen haben freie Sichtachse von hinten nach vorne, die anderen eben hochgesetzten Kühlschrank auf Augenhöhe, so wie hier. Und wenn man den Kühlschrank hochgesetzt hat, dann ist bei den meisten trotzdem hier alles frei. Bei Pössl mit dem Raumbad in der Mitte habt ihr hier die Lamellentür, die den Flur quasi zum Teil der Nasszelle macht, und so habt ihr eben die Möglichkeit, Schlafen und Wohnen komplett voneinander zu trennen. Perfekt geeignet für Leute, die einen getrennten Rhythmus haben. Einer geht sehr viel früher ins Bett oder steht sehr viel früher auf. Oder ihr nutzt das Auto beruflich und sagt, vorne habe ich das Büro, da habe ich vielleicht mal auf der Baustelle oder wenn ich irgendwo beim Kunden bin, auch Kunden mit drin, und hinten habe ich so ein bisschen mein privates Reich. Oder was ich auch ganz cool finde, man kann nämlich diese Lamellentür, ich muss mal hier den Teppich kurz zur Seite schieben, die Lamellentür auch einfach einmal ganz so rumschieben. Und dann habt ihr nämlich das nach vorne hinzu und habt hier so eine Art Umkleidebereich. Könnt also auf Kleiderschrank, auf Toilette, auf Bett wunderbar zugreifen und könnt euch umziehen. Und trotzdem kann vorne euch keiner reingucken, obwohl alles von vorne offen ist. Die Betten sind normale Längsbetten. Wenn große Betten oben drüber sind, dann guckt doch bitte einmal nach unten drunter, unter das Bett. Dann heißt das für euch natürlich großer Stauraum unten drunter. Also Stauraum sollte in diesem Fahrzeug ohne Ende vorhanden sein. Das, was ihr hier seht, ist Holzdekor Basic. Das ist ein ganz klassisches Holz, super gemütlicher Holzton. Und ihr kommt jetzt am besten mal vorne mit rum und dann gucken wir uns Küche und Sitzgruppe nochmal gemeinsam an.
Wir feiern in allen Videos immer die Kühlschränke, die vorne auf der Stirnseite sind, weil man so super gut von innen und von außen rankommt. Das ist auch alles richtig und das ist auch alles toll. Dabei gerät aber immer wieder ein bisschen in Vergessenheit, dass ein Kühlschrank auf Augenhöhe absolut auch seine Daseinsberechtigung hat. So wie hier zum Beispiel. Ich habe den Kühlschrank, ich muss mich nicht bücken. Ich kann hier oben ins Tiefkühlfach reingucken. Ich habe alles griffbereit und richtig gut. Und dadurch, dass ich natürlich dieses Element hochgesetzt habe, habe ich da drunter einen Teil, der komplett Kleiderschrank ist, was ja sonst, wenn ich hier alles offen habe, einfach kein vorhandener Raum ist. Das heißt, wir haben einfach mehr Stauraum und mehr klassische räumliche Trennung. Der Rest der Küche ist eine ganz klassische, normale Küche. Wir haben zwei sehr große Schubladen und hier oben drüber eine kleine Besteckschublade. Da liegt jetzt aller möglicher Kram noch drin. Eine kleine ausklappbare seitliche Arbeitsfläche und dann hier oben drüber einen normalen Zweiflammkocher. Und wenn ich durch die Schutzfolie von uns hier durchkomme, damit die Autos in der Ausstellung schön heil bleiben, ein normales Waschbecken. Aber auch hier eher einen großen Schrank, der viel Stauraum bietet, der hier unten drunter noch eine Ablagefläche mit hat, sodass man im Road Cruiser wirklich sagen muss, ihr habt hier ein Auto, wo wirklich viel Raum insgesamt drin ist. In den neueren Varianten des Road Cruisers, also seit ein paar Jahren, ist es so, dass wir hier in der Sitzbank zum größten Teil die Heizung mit drin haben. Das heißt, ihr habt die perfekte Wärmeverteilung. Da, wo ihr schwerpunktmäßig lebt, am meisten Wärme, die austritt. Und hinten unterm Stauraum dafür ein bisschen mehr Stauraum. Und vor allem da, wo man es im Bett nicht so sehr braucht, weil man es da ja gar nicht so warm haben will, einfach nicht ganz so heiß und vor allem etwas später warm. In der Sitzgruppe hier vorne habt ihr eine ganz klassische Vierersitzgruppe. Wir haben eine normale Zweiersitzbank, Fahrer-Beifahrersitz drehbar, so wie wir das seit eh und je kennen. Zusätzlich hier den Alternativtisch, dass man das rausschwenken kann. Und auch wenn man auf dem Beifahrersitz sitzt oder wenn man mal Gäste hat oder insgesamt einfach mehr Abstellfläche haben will, insgesamt einfach eine großzügige, schöne Lösung, die da ist. Und Pössl war ja da tatsächlich einer der Vorreiter. Das war das erste Fahrzeug mit so einem Raumbad. Bei Pössl war es das erste Fahrzeug, bei dem solche Fliegengittertüren drin waren. Mir ist schon klar, dass es inzwischen Standard ist und bei allen anderen Herstellern auch. Aber auch solche Sachen wie die Zuziehhilfe, die hier in dem Fahrzeug serienmäßig ist. Das heißt, ihr nehmt im Prinzip nur ein kleines bisschen die Tür mit Schwung. Zack. Und dann schließt er die Tür für euch komplett leise. Das heißt, gerade wenn ihr diesen unterschiedlichen Rhythmus habt, hinten schon jemand im Bett ist und der andere vielleicht noch mal draußen ist oder morgens schon vom Laufen zurückkommt, bin ich eher nicht, aber es soll ja Leute geben, die da Spaß dran haben, dass die Tür einfach ganz leise auf und zu machen ist. Ich mache es mir jetzt in der Sitzgruppe nochmal gemütlich und dann gucken wir uns nochmal an, was der Wagen hier konkret für eine Ausstattung hat und ich erzähle euch nochmal, was in dem Pössl Group Paket für euch mit drin ist, damit ihr für euch entscheiden könnt, ob das vielleicht ein Schnapper ist, den ihr euch rechtzeitig zur Reisesaison 2024 noch gönnen solltet. So, die Ausstattung hier ist relativ schnell zusammengefasst. Wir haben alles, was das Herz braucht. Das ist so schön einfach bei Pössl, weil wir in dem All-In-Paket und bei Citroën heißt es All-In-Paket Mega quasi alles mit drin haben. Große Lichtmaschinen, Klimaautomatik, elektrische Außenspiegel, beheizbar, LED-Tagfahrlicht, Radio mit Fernbedienung, Nebelscheinwerfer, Lederlenkrad, Fahrerhausverdunklung, Ladebooster, alles, was das Herz begehrt. Wer das genau wissen will, kann einfach sich unten in der Videobeschreibung den Link zu dieser Anzeige nochmal anschauen. Und da habt ihr wirklich alles und auch nochmal mit vielen Detailfotos einzeln für euch aufgelistet. Im Rahmen dieser Pössl Group Days ist es so, dass ihr ein Ausstattungspaket im Wert von etwas über 3.000 € geschenkt bekommt. Auch das findet ihr an der Anzeige nochmal genau aufgelistet. Aber es heißt frei übersetzt für euch die wichtigsten Sachen, die drin sind. Eine Solaranlage ist mit drauf, ihr habt Sicherheitsschlösser mit dabei, ihr habt eine zusätzliche Beleuchtung fürs Fahrerhaus mit dabei, ihr habt eine Regenrinne mit Außenlampe mit dabei und diverse andere Kleinigkeiten, so dass das, ich glaube, wenn ich es recht entsinne, sind es 3.289 €. Also bei uns gibt es hier immer ein kleines Quäntchen mehr als bei den meisten anderen, die ihr einfach so mit dazu geschenkt bekommt. Ja, das ist auf jeden Fall der Road Cruiser. Wer ein bisschen mehr Details dazu wissen will, in jedes Fach nochmal reingucken will, die genauen Maße haben will, für den einfach nochmal der Hinweis, dass wir bei uns auf dem YouTube-Kanal natürlich auch ganz ausführliche Videos haben. Heute ist es ja so ein Group Days Sondervideo, 10 Tage oder 11 Tage am Stück, jeden Tag ein Pössl vorgestellt. Das heißt, wir wollen euch heute nur den Kurzdurchschnitt geben, was das Auto kann.
für die ganz genauen Details einfach ganz in Ruhe das Video. Da habt ihr alle Maße, Stehhöhen, Bettenmaße, Gewichte und alles mit drin. Ja, würde mich freuen, wenn dieser Purcell Road Cruiser euch gefällt. Wenn ihr sagt, das Auto finde ich super, aber eigentlich hätte ich sowas gerne lieber in weiß. Wir haben noch einen zweiten Road Cruiser im Programm, dann schaut euch den vielleicht doch nochmal an. Und ansonsten freue ich mich auf jeden Fall auf euch im nächsten Video hier in unserer Purcell Group Days Woche. Schöne Grüße aus Stove, alles Gute und bis bald.